Longieren macht nicht nur für Pferde Sinn. Longieren ist eine wunderbare Möglichkeit, die Kommunikation mit deiner Ziege zu verbessern. Sie muss dabei lernen, trotz Distanz auf deine Körpersprache zu achten und mit der Konzentration bei dir zu bleiben. Außerdem ist das Zirkeln um die Führperson eine praktische Möglichkeit, die Kondition der Ziege aufzubauen, sie zu gymnastizieren, ihre Beweglichkeit und Geschicklichkeit zu fördern. Bevor du mit deiner Ziege das Longieren übst, sollte sie das Ziegen Einmaleins gelernt haben. Heißt, ihr solltet bereits eine gemeinsame Sprache entwickelt haben. Sie sollte mit Belohnung und Körpersprache vertraut sein, sowie Führtraining kennen. Zum Thema Führtraining habe ich bereits ein Video gemacht. Ich verlinke es dir oben. Ich entwickle das Longieren am liebsten aus dem Weichen in der Schulter. Das Weichen ist eine wichtige Übung, die jede Ziege lernen sollte, um deinen persönlichen Raum zu respektieren. Sei das Rückwärtsweichen oder eben Seitwärtsweichen. Fürs Longieren sollte deine Ziege in der Schulter und in der Hinterhand weichen können. Dazu halte ich die Ziege relativ nahe am Kopf mit dem Halfter und tippe mit einer Gerte die Hinterhand an. Manchmal braucht es auch eine leichte Positionsänderung, damit eine Reaktion erfolgt. Schon die kleinste Bewegung wird ausgiebig belohnt und die Übung wiederholt. Nicht zu oft, damit die Motivation nicht verschwindet. Für das Weichen in der Schulter tippe ich die Ziege an der Schulter an. Meistens verstehen sie das nicht so schnell wie bei der Hinterhand. Hier musst du also sehr fein im Beobachten sein und möglicherweise schon nur eine Verlagerung des Gewichtes belohnen, damit die Ziege versteht, was du von ihr möchtest. Drücke deine Ziege nie in die gewollte Bewegung rein. Damit verlierst du die Feinheit in der Kommunikation und die Ziege lernt überhaupt nichts. Sie versteht so nicht, was du von ihr willst, weil sie nicht mitdenkt, sondern in eine Bewegung gezwungen wird. Also immer nur antippen oder mit der Hilfe der Körpersprache animieren und dann genau beobachten und allerkleinste Fortschritte in die richtige Richtung ausgiebig loben. Sobald die Ziege das Weichen in der Schulter verstanden hat, kannst du es mit einer Bewegung nach vorne und von dir weg verbinden. Vergrößere nach und nach die Distanz. Nicht übertreiben. Die Motivation ist wichtiger als ewiges Zirkeln. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren des Longierens. Es würde mich sehr freuen, wenn du mir in den Kommentaren schreibst, ob du das mit deinen Ziegen schon mal gemacht hast und wenn nicht, wie die ersten Versuche gelaufen sind. Falls du Hilfe beim Training mit deinen Ziegen brauchst, melde dich gerne auf meinem Patreon an. Dort gebe ich dir gerne Tipps zum Ziegentraining und es gibt viele spannende Videos.